Damit herzlich willkommen zu Game Nummer 2 in diesem Viertelfinale zwischen FHKK und dem Team von SDW. FHKK spielt in folgender Schiffsaufstellung: eine Alabama, Tirpitz, Wichita, Bayard und Cossack. Und auf der anderen Seite haben wir Vladivostok, Bismarck, Artago und Doppel Le Triple. Also, wir sehen bei SDW ist die Artago mit rein gewandert und Le Terrible bleibt. Die werden sich wahrscheinlich aufmachen und schnell einen A-Cap holen, vermute ich mal. Oder vielleicht schnelles Doppelcap bei BA. Kann auch sein. Wir haben Vladivostok und Tirpitz, die sich vielleicht hier gleich ein bisschen kollidieren, weil der eine beschleunigt nicht und der andere bremst. Jetzt beschleunigt wieder der andere und der andere bremst. Da scheint es noch ein paar Unstimmigkeiten zu geben, wie man hier fahren möchte. Aber ich denke, die hat man jetzt beiseite geräumt, sprichwörtlich. Tirpitz nach oben und Vladivostok nach unten. Schauen wir auf die andere Seite. Hier haben wir die Cossack, die in die Mitte fährt. Und dann versucht hier B zu contesten. Wir haben die Bayard, die nach oben fährt. Wir haben die Wichita. Tatsächlich kann ich noch nicht genau sagen, wo die hinfährt. Also ich hoffe, der fährt jetzt nicht den weiten Bogen nach oben. Wir haben jetzt eine Alabama drin. Okay. Auch interessant. Ich hätte tatsächlich die Tirpitz getauscht und die Vladi auf jeden Fall behalten. Weil die Vladi funktioniert auf jeden Fall gut normalerweise. Ja, man merkt jetzt schon, SDW versucht ja echt Druck aufzubauen. Ne? Die haben jetzt das B-Cap, die haben gleich das A-Cap. So wie es aussieht, fährt die Terrible jetzt auch hoch und versucht das C-Cap auch noch zu holen. Also die machen hier richtig Druck, weil sie es halt auch können. Sie haben die schnellen DDs und versuchen das hier knallhart auszuspielen. Und das scheint aktuell wirklich sich so aufzugehen, weil FAK sehr weit weg von den Objectives spielt. Die fahren einen sehr langen Anfahrtsweg, gehen jetzt rein, versuchen jetzt auch die Vladivostok ein bisschen zu ballern. Aber ich bin ehrlich, wenn der sich rechtzeitig winkelt, dann machen die da fast keinen Schaden auf den. Ja, oder besser gesagt gar keinen Schaden. Jetzt können wir mal gucken, was die In-Return-Salve ist. Zumindest auf den DD. War nicht schlecht. Der DD ist auch rausgefahren aus dem Cap. Ich weiß jetzt nicht, warum er sich nicht das B-Cap geholt hat. Jetzt spielen sie nach 2,5 Minuten gegen einen Triple Cap. Das ist tatsächlich etwas belastend. Weil sie haben jetzt auch die komplette Flanke offen gelassen. Die Artago kann jetzt rüberschieben. Die Vladi wird auch reinschieben. Das ist halt das Problem, wenn man sehr, sehr langsam wieder in eine Position fährt, dass der Gegner halt, wenn er mobil ist und das schnell checkt und risikofreudig ist, das sehr gut ausnutzen kann. Ne? Le Terrible war ganz kurz spotted. Aber man fängt jetzt an, auf die Worcester zu gunnen. Das ist so ein bisschen das Target jetzt. Man versucht den anzuzünden. Ja, man merkt schon, der Fokus ist hier tatsächlich auf den Cruisern. Man möchte die Cruiser rauskillen, weil die keinen Heal haben. Das sind halt die Schiffe, wo du Incoming Damage nicht mehr wegheilen kannst, genauso wie natürlich bei DDs. Die BBs werden weitgehend erstmal in Ruhe gelassen. Ne? Gerade auf Long Range machst du halt auf BBs nichts. Du solltest halt immer gucken, dass du die Cruiser hier erwischt. Und es macht SDW halt auch sehr clever, muss man sagen. Ne? Die Wichita ist halt hier ein potenzielles Opfer. Der hat tatsächlich auch keine Flaggen drauf. Der hat auch kein Concealment geskillt. Das heißt, der geht ja wirklich am Kartenrand auf ungefähr. Ne, also ist schon krass. Also 10-5er Concealment hat der jetzt nicht, wenn du kein Concealment baust, würde ich mal behaupten. Und deswegen leidet der jetzt auch so, ne? Da kann sich die Alabama auch anbieten, wie sie möchte. Die werden jetzt erstmal den Cruiser rausfokussen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und da wird es jetzt auch keine Alternativen geben. Ja, für das Team von SDW.
Ja, und jetzt haben sie bei FAKK das C-Cap geholt. Das nimmt jetzt ein bisschen Druck raus. Aber wir haben halt das Problem, dass jetzt der DD tot ist, der Cruiser tot ist. Jetzt geht ihnen auch das Radar ab. Tatsächlich ist die Cossack jetzt ein bisschen in einer Position, wo er gefährdet ist. Smoked sich jetzt aber hier. Und jetzt wird die Alabama hier gefokust. Aber es hat auch wieder das Problem. BB steht North in, Open Water, wird von 5 Schiffen gefarmt. Der hat halt auch keine Chance. Gar nichts, ne? Also, ist halt tatsächlich relativ schwer, da was zu machen. Ne? Also, da kommen noch Cross-Shots von der Bismarck. Von oben, vermute ich mal. Ja, es ist halt so unangenehm. Du spielst halt gegen Doppel-French, die dich halt permanent farmen. Und ich würde mal behaupten, da ist halt. Okay, der ist sogar nicht mal Range mit dabei. Das ist Full of Damage. Aber das ist gegen eine Alabama kein Problem. Weil der hat halt keine Secondaries. Die jucken einen nicht. Und da kannst du halt gut was tun, damage-technisch, ohne dass du halt gepunished wirst, wenn du da gut mit dem Speedboost agierst. Jetzt versucht man hier auf die Bayard zu gehen. Die Bayard muss tatsächlich aufpassen, genau deswegen, weil die Vladi ist ja hier auch noch am Start. Ja, die Bismarck spielt ja schön die Seite, die kitet die Türpitz raus. Und jetzt fährt die Le Terrible rein. Da kommt der Fighter, der ist nochmal sehr wichtig, weil man jetzt weiß, wo die Cossack ist. Die ist jetzt gebeacht, die kann jetzt nichts machen, die ist jetzt North in. Ich vermute mal, dass der jetzt einfach rausgetorpt wird, weil dodgen kann der gar nichts. Ja, jetzt sprechen erstmal die Guns natürlich. Und natürlich auch die Guns von der... Ja, keine Chance. Keine Chance. Ja, man hat sich hier in eine Situation manövriert, wo man nichts tun kann tatsächlich. Und die Alabama wird jetzt auch gleich hinter sich haben. Und ja, also ja, sie haben halt ich find's so schade, sie haben halt die Flanke komplett offen gelassen, waren hier sehr statisch. Ich, Wichita ohne Concealment ist halt in der Position auch freiwillig gegen die Combo. Ich meine, man hat ja auch die Combo gesehen, was jetzt SDW spielt. Und damit muss man halt auch so ein bisschen rechnen. Das heißt, alles, was Open Water steht, alles, was nicht zugehen kann, wird halt gefarmt. Und da wäre es vielleicht auch wichtig gewesen, die Cossack ein bisschen hier Open Water zu spielen. Ja, vielleicht die Wichita hier an die Insel zu stellen, dass sie ein bisschen geschützt ist. Aber das ist halt ohne Concealment auch relativ schwer, da ranzukommen. Und tatsächlich muss man auch sagen, dass hier normalerweise die Bismarck einen Vorteil hat gegen die Türpitz, weil er ihn im Kite hat. Die Bayard geht jetzt auch raus. Tatsächlich weiß ich gar nicht, warum die Bismarck so viel HP verloren hat, wenn er wegkitet von der Türpitz. Weil die Torpedos belasten ihn nicht. Wahrscheinlich war er einmal zu weit aufgedreht. Kann natürlich auch Brand-AMG gewesen sein oder was auch immer. Aber das Game geht noch 25 Sekunden. Und dann hat sich SDW den Sieg erarbeitet in Game Nummer 2 und kommt dann damit steht damit als dritter Halbfinalist fest. Also können wir schon mal vorab einen herzlichen Glückwunsch wünschen. Gut ausgespielt, tatsächlich am Ende. Guter Fokus. Das Positioning vom Gegner hier auch eiskalt ausgenutzt, muss man auch sagen. Und das ist auch eine Qualität. Und damit herzlichen Glückwunsch